Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der John Dewey Abendschule. Wir haben heute erneut eine spannende Folge für Sie und diese Folge ist uns in besonderer Weise wichtig, denn sie berührt eine Frage, an der wir derzeit selbst intensiv arbeiten und von der wir merken, dass sie auch viele andere im Feld der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung interessiert. Und das ist die Frage nach der Nützlichkeit oder gegebenenfalls auch Schädlichkeit des Zielgruppenkonzepts. Ja, Sie haben richtig gehört, wir glauben, dass es unter bestimmten Bedingungen auch schädlich sein kann, sich allzu viele Gedanken über Zielgruppen zu machen. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Anja Besant, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und ich freue mich, mit Ihnen über diese Frage ins Gespräch zu kommen. Wir beginnen dieses Stück, wie so oft, tatsächlich mit einer Frage und diese Frage lautet: Warum ist das Nachdenken über Zielgruppen in der politischen Bildung eigentlich so zentral geworden? Wenn wir an politische Bildung denken, dann denken wir an ein Angebot, das Menschen stärken soll, sich im komplexen Feld politischer Fragen selbstbestimmt zu orientieren. Es geht um die Stärkung politischer Urteilsfähigkeit und politischer Handlungsfähigkeit, um Mündigkeit, Teilhabe und Selbstbestimmung. Soweit so unstrittig. Aber das sind natürlich große Ziele, die in der täglichen Arbeit oft heruntergebrochen werden müssen. Je nach Perspektive steht dann auch mal die Stärkung von politischem Interesse, die Förderung der Bereitschaft von Partizipation oder auch der Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten im Vordergrund und ähnliches mehr. Aber politische Bildung ist ein besonderer Bildungsbereich. Deshalb macht es an dieser Stelle vielleicht auch Sinn, darüber nachzudenken, um was es uns eigentlich nicht geht. In der politischen Bildung, und zwar sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen, geht es nicht um eine wie auch immer geartete Propedeutik. Zumindest wenn wir Propedeutik verstehen als eine Bildung, die auf ein wissenschaftliches Studium eines bestimmten Fachs oder Subjekts vorbereitet. Wir brauchen politische Bildung nicht nur für zukünftige PolitikwissenschaftlerInnen. Politische Bildung versteht sich auch nicht als Elitenbildung. Es geht hier nicht um die Ausbildung von politischen Amts- oder Entscheidungsträgerinnen. Es geht vielmehr um die Grundlage und Ermöglichung politischer Mitgestaltung von allen Menschen. Wir sagen allen Menschen und nicht allen Bürgerinnen und Bürgern, denn politische Bildung ist auch nicht den Staatsbürgerinnen vorbehalten und vermittelt deshalb auch nicht allein die Fähigkeit oder Bereitschaft, die nötig ist, um eine reflektierte Wahlentscheidung zu treffen. So wie es in der Politik in letzter Konsequenz um die Frage geht, wie wir zusammenleben wollen, geht es in der politischen Bildung um die Förderung der Fähigkeit, die nötig ist, sich über diese Frage, also wie wir zusammenleben wollen, gewaltfrei zu verständigen. Das ist eigentlich auch kein wirklich neuer Gedanke, denn die Ermöglichung politischer Teilhabe für alle bildet von jeher den Ausgangspunkt politischer Bildung. Zu der Frage, ob und inwiefern die politische Bildung diesem Anspruch gerecht wird, wurde in den vergangenen Jahren sehr viel diskutiert. Das Problem, das wir in der politischen Bildung, und zwar insbesondere in der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung haben, ist nämlich, dass wir auf Freiwilligkeit angewiesen sind und wir deshalb über lange Zeit im Rahmen von Bildungsangeboten nicht selten nur bereits vorinteressierte Menschen erreicht haben. Für dieses Problem gibt es viele Beschreibungen. Wir bekehren nur die Bekehrten, sagen manche in diesem Zusammenhang. Wir tragen Eulen nach Athen, ist ein anderer passender Sinnspruch. Im Englischen sagt man sinngemäß auch, wir tragen Sand an den Strand. Und das wollen wir nicht. Das will niemand. Dazu ist das Ganze zu viel Arbeit und kostet zu viel Geld. Aber wie erreichen wir die, die nicht freiwillig zu uns kommen? Der Zielgruppenansatz versprach eine Lösung.
Wir arbeiten einfach an ganz speziellen Angeboten für bislang noch weniger erreichte Zielgruppen. Eigentlich eine gute Idee. Politische Bildung für politisch Verdrossene, politische Bildung für politikferne Gruppen, politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, Orientierungskurse für zugewanderte Menschen oder politische Bildung im ländlichen Raum. Das alles sind Überschriften und Begriffe, unter denen die entsprechenden Debatten zusammengefasst werden können. Gemeinsam haben diese Debatten, dass sie oft von defizitorientierten Zielgruppenbeschreibungen ausgehen, die sich empirisch nur sehr schwer nachvollziehen lassen. Denn man kann sich ja schon fragen, welche besondere politische Bildung brauchen Menschen jenseits der urbanen Zentren? Brauchen Frauen eine andere politische Bildung als Männer? Cis-Menschen eine andere als Queere? Wie sieht es mit den Menschen im Osten aus? Brauchen die auch eine andere politische Bildung als die im Westen? So wie ich die Frage hier formuliere, hören Sie schon heraus, dass ich dazu neige, diese Fragen alle mit Nein zu beantworten. Aber ich bitte Sie wirklich selbst einmal über diese Frage nachzudenken. Und damit wären wir automatisch bei unserer zweiten Frage. Brauchen wir in der politischen Bildung lauter zielgruppenspezifische Spezialdidaktiken? Selbstverständlich sind Menschen unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Ressourcen, sich über politische Fragen Gedanken zu machen. Sie machen unterschiedliche Erfahrungen, haben unterschiedliche Probleme und Bedürfnisse, müssen unterschiedliche Herausforderungen bewältigen. Eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern hat andere Perspektiven auf politische Fragen als ein Schweinebauer, der sich über die europäische Landwirtschaftspolitik ärgert, oder eine jugendliche Klimaaktivistin, die sich für CO2-Reduzierung einsetzt. Die alleinerziehende Mutter teilt ihr Problem, aber mit sehr vielen anderen Müttern und Vätern, unabhängig vom Wohnort, Herkunft, Geschlecht, Alter und, wie vielfältige Studien belegen, auch Bildungsvorerfahrung. Genau so schneiden wir Zielgruppenbeschreibungen aber in der Regel zu. Wenn wir uns Projektanträge im Bereich der politischen Bildung ansehen, dann ist das oft das Erste, was sich erkennen lässt. Für wen ist das eigentlich? Wir machen Bildungsangebote für bestimmte Altersgruppen. Wir berücksichtigen Bildungsvorerfahrung, soziale Lagen, Herkunft, Geschlecht und seit neuestem denken wir verstärkt über Strategien nach, mit denen sich der sogenannte ländliche Raum besser erreichen lässt. Warum machen wir das? Natürlich nur aus den allerbesten Absichten heraus. Und weil die FördermittelgeberInnen das von uns verlangen. Genau das ist natürlich auch wirklich ein überausschlagender Grund. Und solange das so ist, werden wir es auch weiter tun müssen. Aber in der politischen Bildung geht es um selbstbestimmtes Denken. Und deshalb sind wir als politische Subjekte schon aufgefordert, auch selbstbestimmt und kritisch über diese Frage nachzudenken. Also noch einmal. Warum denken wir in der politischen Bildung so viel über Zielgruppen nach? Und warum spielt Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, soziale Lage und Bildungsvorerfahrung hier eine so große Rolle? Über lange Zeit haben wir uns an junge Menschen gerichtet, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese nicht von allein für Politik interessiert sind und weil junge Menschen natürlich sowieso noch viel zu lernen haben. Wir haben uns an zugewanderte Menschen gerichtet, weil diese vermeintlich Hilfe benötigen, sich in der neuen politischen Umgebung zu orientieren, unsere Werte und Normen kennenzulernen und vieles mehr. Wir haben uns an Menschen gerichtet, die wir als bildungsfern beschrieben haben, weil sie eben bildungsfern sind und wir ihnen Bildung anbieten möchten. Hier ist es uns am schnellsten aufgefallen. Bildungsfern, das ist ein furchtbares Wort. Wir haben es dann mit politikfern versucht. Aber da kam dann schnell die Frage auf, wer das eigentlich ist, die Hauptschülerin oder der Maschinenbauprofessor. Menschen in prekären Lebensverhältnissen war dann noch so ein Versuch, aber wer will schon so genannt werden? Bei genauer Betrachtung beinhalten allerdings fast alle Begriffe, die wir zur Zielgruppenbeschreibung verwenden, solche Invektiven, also Herabsetzungen und Zuschreibungen.
Sie können jetzt sagen, ich bin überempfindlich. Was ist denn herabsetzend, wenn wir von Menschen aus dem ländlichen Raum sprechen? Die wohnen doch wirklich da. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Na klar darf man das sagen. Die Frage ist eher, warum wir in der politischen Bildung auf einmal so besessen davon sind, Bildungsangebote genau an diese Zielgruppe heranzutragen. Glauben wir, die haben es noch nicht begriffen? Die haben den Schuss nicht gehört? Wir müssen die durch politische Bildung wieder in einen vernünftigen politischen Prozess einhegen. Politische Bildung war noch nie gut darin, Menschen einzufangen. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Es geht vielmehr darum, Diskurse zu organisieren, sich über Kontroversen zu streiten, zu gemeinsamen ausgewogenen Lösungen zu kommen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Pragmatisch macht es durchaus Sinn, sich über Zielgruppen Gedanken zu machen, die man systematisch nicht erreicht und zumindest in einer Übergangszeit auch Angebote speziell für diese Zielgruppen zu entwickeln, um Erfahrungen zu machen und selbst zu lernen, wo Interessen, spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen bestehen, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Auch Schutzräume können sinnvoll sein, um zum Beispiel mit Opfern rassistischer Gewalt arbeiten zu können, ohne sie gleichzeitig dieser Gewalt auszusetzen. Aber aufs Ganze gesehen können wir nicht mit einer Segregation von Zielgruppen zufrieden sein. In einem Bildungsbereich, in dem Kontroversen im Mittelpunkt stehen sollen, in den Austausch organisiert werden soll oder der mit einem Wort pluralistisch orientiert sein soll. Vielleicht hilft es, wenn wir das an einem ganz konkreten Beispiel besprechen. Wir versetzen uns dazu noch einmal in das Frühjahr 2020. Wir reiten gerade die erste Welle der Pandemie. In Deutschland sind Infektions- und Inzidenzwerte im Rückblick betrachtet zwar noch vergleichsweise moderat, aber wir haben durch die schrecklichen Bilder aus Bergamo und New York gesehen, wie es aussieht, wenn die Pandemie außer Kontrolle gerät. Deutschland befindet sich im ersten sogenannten Lockdown. Und bereits jetzt werden die ersten gesellschaftlichen Gräben sichtbar. Gräben zwischen den Menschen, die ängstlich zu Hause bleiben, Gesichtsmasken tragen und sich an Kontaktbeschränkungen halten, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Menschen, die ihre Freiheitsrechte einklagen, auf die PolitikerInnen schimpfen, Massendemonstrationen organisieren und später dann auch auf die Impfung verzichten werden. Die Lage ist also angespannt. Das sächsische Sozial- und Gesundheitsministerium organisiert Dialogveranstaltungen im ländlichen Raum auf Marktplätzen. Die engagierte Sozialministerin steht den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Aber halt! Die Bürgerinnen und Bürger? Wer ist das? Wer kommt auf den Marktplatz, um mit der Ministerin zu sprechen? Wer nimmt ein solches Veranstaltungsangebot wahr? Infektionsängstliche Menschen wohl eher nicht. Wir sind im Frühjahr 2020. Der Virus hatte noch nichts von seinem Schrecken verloren. Ein Impfstoff war in weiter Ferne. Vieles war noch unklar. Der einzige Ort, an dem zu dieser konkreten Zeit noch alle Menschen zusammenkommen, und selbst das ist vielleicht eine zu pauschale Aussage, sind die Supermärkte. Die sogenannten Geschäfte des alltäglichen Bedarfs. Hier müssen alle hin, das lässt sich nicht vermeiden. Aber eine Marktplatzveranstaltung oder eine Veranstaltung in einer Gemeindehalle, das können nur die Unängstlichen bzw. die, die aus welchen Gründen auch immer glauben, dass sie den Virus schon überstehen werden. So, was bedeutet das jetzt für unser Beispiel? Hier kommt es ein bisschen darauf an, was die Ministerin mit ihrer Initiative erreichen wollte. Und das können wir ehrlich gesagt ja nicht ganz genau wissen. Aber wenn wir dieses Beispiel als analytische Folie nutzen, um zu verstehen, in welche Fallen politische Bildung tappen kann, dann kann man sagen, das, was hier passiert, auch in der politischen Bildung oft passiert. Bildungsangebote werden entwickelt, weil es irgendwo ein sichtbares Problem gibt. Eine Gruppe wird laut, schießt quer oder artikuliert Unmut. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wer diese Gruppe ist. AntifaschistInnen können recht laut werden, ohne dass man sich ihnen zuwendet. Aber wenn es sich um eine Gruppe handelt, die für sich in Anspruch nimmt, ganz durchschnittlich zu sein, ganz normale Bürgerinnen,
dann können Sie schon davon ausgehen, dass früher oder später etwas passiert. Man wendet sich ihnen zu. Es gibt also ein Angebot. Okay. Aber zurück zu unserem Beispiel und den Veranstaltungsformaten der Sozial- und Gesundheitsministerin. Wenn hier eine gesellschaftliche Debatte organisiert werden soll, dann war die Idee zum Scheitern verurteilt, weil nur eine Seite anwesend sein kann. Wenn es der Ministerin stattdessen eher im Sinne einer Anhörung darum ging, sich die Sorgen und Ängste der Menschen zugänglich zu machen, dann hat sie auf diesem Weg nur bestimmte Perspektiven kennengelernt. In beiden Fällen ist das eher schlecht. Und warum ist das passiert? Weil man sich über Format und Raum zu wenig Gedanken gemacht hat. Zu einem Präsenzformat auf einem Marktplatz oder einer Gemeindehalle hatte nur eine Konfliktpartei Zugang. Und das war die, die den Virus im Schnitt für harmlos hielt. So, ich hoffe, das Beispiel konnte ein bisschen illustrieren, um was es hier geht. Natürlich kann man sich trotzdem fragen, inwiefern die Perspektive auf Format und Raum tatsächlich helfen kann, politische Bildung besser zu machen. Oder anders formuliert, was passiert, wenn wir in der politischen Bildung statt auf Zielgruppen zu schielen, damit beginnen, über Räume nachzudenken? Zum einen, und das ist schon mal eine gute Sache, verschiebt sich die Defizitzuschreibung. Der Fokus auf den Raum verschiebt nämlich die Frage nach den Zugangsbarrieren von den Menschen auf die Räume. Es ist dann nicht mehr der vermeintlich Bildungspolitik oder sonst wie ferne Mensch, sondern der unzugängliche Raum. Das ist wie gesagt schon mal gut. Der Blick wird damit frei dafür wahrzunehmen, dass Zugangsbarrieren oft mehrere und sehr unterschiedliche Menschen oder Menschengruppen betreffen können. Aber was ist eigentlich mit Zugangsbarriere gemeint? Zugangsbarrieren können tatsächlich zum Beispiel architektonisch sein, weil der Raum für bestimmte Menschen nicht erreichbar oder betretbar ist. Am offensichtlichsten ist das bei RollstuhlfahrerInnen. Aber es betrifft, wie wir in unserem Pandemiebeispiel gesehen haben, nicht nur Menschen mit motorischen Einschränkungen. Ein Raum kann schwer erreichbar sein, weil er nicht an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen ist, die Anreise zu teuer ist, die Lage unbekannt, weil er sich digital zum Beispiel auf Plattformen befindet, die nicht von allen genutzt werden, oder weil sich Menschen in diesem Raum schlicht nicht sicher fühlen. Es sind aber auch andere Zugangsbarrieren möglich, sprachliche und kommunikative beispielsweise, weil die Sprache, die verwendet wird, nicht zugänglich oder verständlich ist. Das ist sogar eine recht typische Zugangsbarriere im Feld politischer Bildung, denn das Sprechen über Politik ist nicht selten sehr akademisch oder zumindest voraussetzungsvoll und schreckt damit viele Menschen ab. Von kommunikativen oder sozialen Zugangsbarrieren würde man sprechen, wenn die Information über die Existenz eines Angebots bestimmte Menschen erst gar nicht erreicht oder sie keinen Menschen kennen, der dieses Angebot an diesem Ort mit ihnen gemeinsam annehmen würde. Zugangsbarrieren können auch kulturell oder ästhetisch strukturiert sein. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat vor vielen Jahren zum Beispiel einmal eine spannende Studie zur ästhetischen Struktur ihrer Tagungsstätten anfertigen lassen und in diesem Rahmen festgestellt, dass diese Räume nur ein ganz bestimmtes gesellschaftliches Milieu ansprechen und sich nur dieses Milieu in diesen Räumen wirklich wohlfühlt. Das kann man jetzt sehr kleinlich und etepetete finden, aber leider wirkt sich auch so etwas aus. Wie sehen also unsere Angebote aus? Man könnte diese Aufzählung jetzt noch eine Weile fortsetzen. Man könnte über Machtstrukturen sprechen und ähnliches mehr. Aber es geht uns ja hier nicht im Kern um die Frage nach Zugangsbarrieren und Ausschluss von politischer Bildung, sondern um die Perspektivverschiebung, die gelingt, wenn wir unseren Blick weg von Zielgruppen stärker hin zu Räumen richten. Und eine der wesentlichen Dinge, die in diesem Zusammenhang passieren, ist, dass die Eigenschaften, die den Bildungserfolg gefährden, sich auf der Zuschreibungsebene von den Menschen zu den Räumen verschieben. Und das ist für uns, die wir Interesse am Gelingen politischer Bildung haben, eine gute Nachricht. Denn die Räume können wir verändern, die Menschen nicht.
Wir können und sollten uns also Räume suchen, die für viele Menschen gleichzeitig zugänglich sind. Räume, in denen sich soziale Gruppen begegnen. Das passt gut zu uns, denn wie gesagt, es geht in der politischen Bildung ja niemals nur um eine Perspektive. Mit der Perspektivverschiebung auf den Raum passiert aber gleichzeitig noch etwas anderes. Denn wenn ich mir im Hinblick auf die Gestaltung von Angeboten zur politischen Bildung mehr Gedanken über den Raum mache, verschiebt sich gleichzeitig auch der Fokus von den Inhalten stärker auf den Vermittlungsprozess. Aber das ist wirklich ein komplizierter Gedanke, für den es sich vielleicht lohnt, ein bisschen auszuholen. Wo fange ich an? Man könnte sich zum Beispiel fragen, warum der Raum nicht schon lange im Mittelpunkt der Überlegungen zu Vermittlungsfragen politischer Bildung steht. Und eine Antwort auf diese Frage ist sicherlich, wenn wir Angebote zur politischen Bildung machen, dann denken wir oft zuerst darüber nach, was eigentlich die spannenden Inhalte sind und wer die am besten rüberbringen kann. Wir suchen interessante ReferentInnen oder ZeitzeugInnen oder DiskutantInnen oder ähnliches. Um die bauen wir dann die Angebote drumrum. Der Raum ist uns da mehr oder weniger egal. Es soll nicht reinregnen, okay, alle sollen sitzen können, es soll warm genug sein, hoffentlich gibt es Kaffee. Aber das ist schon mehr oder weniger alles. Die Bildungsangebote werden um die SprecherInnen herum gedacht. Wenn es nötig ist, gehen wir auch zur Zielgruppe hin, also zum Beispiel in die Schule, in die Kirche, in den Gemeindesaal. Aber der Raum wird lediglich als das Gefäß verstanden, das Kommunikation oder Präsentation sicherstellen soll. Wenn wir den Raum als Ausgangspunkt des Bildungsprozesses verstehen, verändert oder relativiert sich möglicherweise die Position der Sprechenden. Das lässt sich erneut an unserem Beispiel verdeutlichen. In unserem Beispiel haben wir ja festgestellt, dass es unter den Bedingungen der Pandemie nicht sinnvoll gewesen ist, ein Präsenzveranstaltungsformat zu wählen, das alle infektionsängstlichen Menschen ausschließt. Man hätte vielleicht ein digitales Format wählen sollen, aber das hätte vermutlich auch nur eine bestimmte Gruppe, also digital affine Menschen, angesprochen. Wenn man, wie angedeutet, wirklich in die Supermärkte gegangen wäre, hätte das ganz anders aussehen müssen. Denn in der Gemüseabteilung führen wir wahrscheinlich keine Diskussionsveranstaltungen durch, auch wenn der Gedanke tatsächlich reizvoll ist. Menschen verbringen im Supermarkt auch keinen Nachmittag. Es geht also um ein deliberatives Format, das die Chance nutzt, dass viele Menschen in den Supermarkt kommen, aber nie allzu viele gleichzeitig vor Ort sind. Wir in der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie schlagen deshalb Abstimmungsgeräte vor, mit deren Hilfen Menschen zu bestimmten Fragen ihre Meinung ausdrücken können und alle, die nach ihnen kommen, auf diese Meinungsäußerung reagieren. In Museen haben Sie solche Installationen möglicherweise schon einmal gesehen. Es geht um sogenannte Partizipativa. Oder mit anderen Worten um Austauschformate, die in der Lage sind, geduldig in Räumen zu warten, bis sie tatsächlich angenommen werden. Wenn Sie das einmal ausprobieren wollen, können Sie in der Forschungsstelle sogenannte Abstimmungsmaschinen ausleihen, die sich in unterschiedlichen Räumen aufstellen lassen und mit denen Menschen dort vor Ort kommunizieren können. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Am besten schauen Sie sich das einmal auf unserer Internetseite an. Ich kann das aber etwas konventioneller auch noch an einem weiteren Beispiel veranschaulichen. Im Sommer 2021 haben wir in der Judith in diesem Sinn ein Angebot zur politischen Bildung in einer Hundeschule platziert. In Hundeschulen treffen sich ganz unterschiedliche Menschen und trainieren mit ihren oft noch etwas unerzogenen Hunden Alltagssituationen. Eine solche Alltagssituation besteht zum Beispiel darin, dass mehrere Menschen mit mehreren Menschen und Hunden zusammen in der Gegend herumstehen und sich unterhalten. Die Hunde haben dabei ruhig zu sein. Die Menschen können sprechen, über was auch immer sie möchten. In unserem Fall war das im Regelfall die politischen Bewältigungsstrategien der Corona-Krise. Pro und Contra Impfpflicht, die politische Begründbarkeit der Einschränkung von Freiheitsrechten. Sie können sich das wahrscheinlich vorstellen.
Die Chance in diesem Format liegt in der Zufälligkeit der Gruppenzusammensetzung und der Bindung, die die Menschen in der Gruppe bereits entwickelt haben. Man kennt sich und mag sich, denn alle kümmern sich nett um ihre Hunde. Politisch ist man unter Umständen aber weit auseinander. Das war ein wunderbares Format. Aber es verlangt Geduld und die Bereitschaft zum Kontrollverlust, wie Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, das sagen würde. Wir haben in solchen Formaten nicht alles in der Hand. Sie lassen sich sehr viel schlechter planen. Im Sinne einer ernst genommenen Didaktik der Demokratie sind sie aber ungeheuer spannend. Ein weiteres Instrument, das wir in der Forschungsstelle für raumbezogene politische Bildung entwickelt haben, ist die Gerüchteküche. Die Gerüchteküche ist im Kern eine kleine, fahrbare Küche, mit deren Hilfe sich Kaffee oder Würstchen oder auch coole Getränke oder was auch immer an x-beliebigen Orten bereitstellen lassen. Ihr Name deutet ihre Funktion schon an. Es geht uns mit der Gerüchteküche nämlich darum, über Verschwörungserzählungen ins Gespräch zu kommen. Auch an diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass wir dafür werben wollen, sich mit Angeboten zur politischen Bildung nicht in einen abgelegenen Tagungs- oder Veranstaltungsort zurückzuziehen und darauf zu warten, wer zu uns findet, sondern dahin zu gehen, wo die Debatten sowieso stattfinden. Wir belassen es einmal bei diesen Beispielen. Sie sind auch nur zur Illustration gedacht und sollen Ihre Fantasie anregen, über politische Bildung auf neue, veränderte Weise nachzudenken. Es ist auch nicht so, dass es sowas noch gar nicht gibt, aber wir glauben, das gibt es viel zu wenig. In der sozialen Arbeit lassen sich solche Ideen zum Beispiel mit dem etablierten Konzept des Sozialraumansatzes verknüpfen. Bei diesem Ansatz geht es darum, über die herkömmlichen Einzelfallhilfen hinauszugehen, eine bevormundende Pädagogisierung zu überwinden und stattdessen Lebenswelten so zu gestalten oder Verhältnisse zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, in schwierigen Lebenslagen besser zurechtzukommen. Es handelt sich, wie Sie leicht erkennen können, um einen disziplinübergreifenden Ansatz, der psychologisches und pädagogisches Wissen aus der Fallarbeit mit soziologischem und ökonomischem Organisationsentwicklungswissen kombiniert. Anregend könnten auch szenografische oder museale Ansätze sein, die sich damit auseinandersetzen, wie Menschen in oder auch jenseits von Museen oder Ausstellungen miteinander oder mit bestimmten Fragen interagieren können. Eine letzte Quelle der Inspiration können Sie vielleicht auch in regiopädagogischen Ansätzen finden, in denen der Raum als dritter Erzieher verstanden wird. Das hat in seiner ursprünglichen Form nichts mit politischer Bildung zu tun, aber mit einer demokratischen Pädagogik, die für die schulische und vorschulische Arbeit einmal sehr impulsgebend gewesen war. Dann ist das aber weitgehend in Vergessenheit geraten. So, 30 Minuten sind jetzt um. Bei dieser Länge wollen wir es in der Abendschule ja belassen, auch wenn wir über dieses Thema noch eine ganze Weile sprechen könnten. Es ist mit diesem Stück auch nicht getan. Wir zumindest werden an dieser Frage weiterarbeiten. Und Sie dürfen gespannt sein, welche Maschinen, Installationen oder sozialräumlichen Interventionen wir uns in dieser Hinsicht noch ausdenken werden. Mir bleibt wie immer, mich an dieser Stelle fürs Zuhören und Mitdenken zu bedanken. Bleiben Sie neugierig und besuchen Sie uns bald wieder in der John Dewey Abendschule. In diesem Sinn. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir natürlich zu danken. Und selbstverständlich ist dieser Text nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern bezieht sich auf Arbeiten, die ihm auch vorausgehen, die wir hier nochmal in der Literaturliste angegeben haben.